Hallo und herzlich willkommen. Angesichts aktueller zahlreicher Insolvenzen bei vielen Bauträgern sprechen wir heute über Immobilien, die Teile einer Insolvenz sind und darüber, wie man eine solche Immobilie kaufen kann. In diesem Beitrag behandeln wir heute diese Themen, also um was geht's, wie läuft's ab, was sind die Nachteile und Risiken, was sind die Vorteile und Chancen, ein Vergleich zwischen einem normalen Kauf von Privat bzw. einer Immobilie aus einer Insolvenzmasse heraus und am Ende noch eine Zusammenfassung und Empfehlung. Beim Kauf einer Immobilie aus einer Insolvenz handelt es sich hier um eine Immobilie, die einem insolventen, also nicht zahlungsfähigen Schuldner gehört. Wird ein Immobilienunternehmen insolvent, übernimmt der Insolvenzverwalter die Verwaltung und den Verkauf der Vermögenswerte, um die Gläubiger zu befriedigen. Der Verwalter, in der Regel ist das ein darauf spezialisierter Rechtsanwalt, ist dabei verantwortlich für den Verkaufsprozess und muss den natürlich bestmöglichen Preis erzielen. Auch die Gläubiger selbst können in diesem Prozess, in diesem Gerichtsverfahren Einfluss nehmen. Solche Insolvenzimmobilien, wie wir sie nennen, werden auf zwei Wege verkauft. Das eine ist die Zwangsversteigerung und, was in der Praxis häufiger vorkommt, der sogenannte freihändige Verkauf. Also wenn man ganz normal an private Käufer oder auch gewerbliche Käufer sich richtet. In diesem Beitrag, in diesem Video beleuchten wir jetzt einmal den freihändigen Verkauf von Insolvenzimmobilien in Österreich und die wichtigsten Punkte, die es hierbei zu beachten gilt. Erstens zum Thema Bewertung und Gutachten. Die Bewertung, also die Schätzung, wie viel das Ganze wert ist, erfolgt durch einen gerichtlich bestellten Gutachter oder Gutachterin. Eine professionelle Bewertung ist hier essentiell für auch eine faire Gläubigerbezahlung. Dabei wenden diese Gutachter verschiedene Bewertungsmethoden an, etwa den Vergleichs-, Ertrags- oder Sachwert einer Immobilie. Und das Ganze verpackt in der Regel ein 30 bis, ich habe auch schon 200-seitiges Gutachten gesehen. Wichtig ist, der Schätzpreis ist gleichzeitig auch die Unterkante, die Untergrenze und damit der Minimumpreis, unter dem grundsätzlich nicht verkauft werden soll oder auch darf. Würde man ein Kaufangebot unterhalb dieses Schätzpreises legen, was man ja grundsätzlich rechtlich kann, würde hier der Verdacht einer quasi gläubiger Schädigung oder einer Vermögensverschleuderung aufkommen. Und diesen Verdacht oder dieser Gefahr des Verdachts möchten sich natürlich Insolvenzverwalter und das Insolvenzgericht natürlich nicht aussetzen. Außerdem schafft dieser Preis, der vom Gutachter bestimmt wird, Transparenz und Vertrauen bei allen Beteiligten. Zweitens Verkauf und Angebot. Der Verkauf beginnt mit dem Gutachten, das veröffentlicht wird. Also das ist die Website edikte.justiz.gv.at. Das kann grundsätzlich von jedermann eingesehen werden. Für Fragen zur Immobilie stehen aber Insolvenzverwalter und der Gutachter selbst natürlich nicht zur Verfügung. Und ich habe es auch selbst erlebt, wie manche privat eben versucht haben, sich eine Immobilie anzuschauen, aber dann natürlich keine weiteren Detailinfos oder Fragen beantwortet bekommen haben. Deshalb ist es empfehlenswert, über einen Makler zu gehen, der auf Insolvenzimmobilien spezialisiert ist, vielleicht sogar selbst einen juristischen Fachhintergrund hat und der den Prozess genau kennt und einen dabei massiv unterstützen kann. Hat man sich nach einer genauen Prüfung für eine Immobilie entschieden, kann man ein Angebot an den Insolvenzverwalter legen. Manche Verwalter verlangen da spezielle Bedingungen, wie man ein Angebot abzugeben hat, etwa was die Bindungsfrist angeht, und manche Insolvenzverwalter sind da ein bisschen flexibler. Zum Zuschlag und der Abwicklung. Im Idealfall ist man der einzige Anbieter und erhält verkäuferseitig dann oft rasch den Zuschlag. Sind mehrere Anbieter im Rennen, hat natürlich der Insolvenzverwalter die Möglichkeit, entweder eine Deadline zu setzen, zu der alle Bieter dann ein weiteres Angebot etwa legen können, oder er lädt die Bieter zu einem Termin bei sich oder bei Gericht ein, wo ein Bieterverfahren stattfindet. Nach dem Zuschlag gilt der Kaufvertrag dann grundsätzlich als geschlossen.
also natürlich nach Unterfertigung des Kaufvertrags. Der Käufer muss dann in der Folge einen Kaufvertrag vorlegen, der mit der Verkäuferseite abgestimmt wird. Dann wird die Kaufsumme auf ein Treuhandkonto des Insolvenzverwalters überwiesen und damit kann man dann als quasi letzten Schritt zum Insolvenzgericht gehen, das dem bereits abgeschlossenen Kaufvertrag dann noch zustimmen muss. Liegt jetzt der erzielte Kaufpreis direkt am Schätzwert oder sogar über dem Schätzwert, dann erhält man in der Regel diese gerichtliche Zustimmung auch ohne größere Probleme. Ein Praxistipp an dieser Stelle: Weil bereits die Zusage des Insolvenzverwalters zum Kaufangebot voll gilt und die gerichtliche Zustimmung die Gültigkeit quasi nur aufschiebt, kann es taktisch durchaus sinnvoll sein, dass man für das eigene Kaufangebot eine möglichst kurze Bindungsfrist abgibt. Falls der Masseverwalter dann zustimmt, hat man unter Umständen damit andere Bieter bereits ausgestochen, die dann bis zum Ablauf der Bindungsfrist es nicht mehr schaffen, ein eigenes Kaufangebot zu legen. Also Zeit ist hier Trumpf. Noch ein wichtiger Tipp: Selbst nach dem Kaufvertragsabschluss mit dem Insolvenzverwalter ist es noch möglich, bis zur Genehmigung des Gerichts noch ein höheres Angebot zu legen von dritter Seite. Damit ist es also umso wichtiger, dass man hier mit Hilfe eines darauf spezialisierten Immo-Experten, so wie wir das auch machen, schnell agieren kann. Zu den Nachteilen bzw. Risiken. Eines ist das Risiko der übersehenen Mängel. Bedingt durch diese Schnelligkeit des Verfahrens und vielleicht auch eine hastige Kaufentscheidung kann es natürlich passieren, dass man in der Schnelligkeit den ein oder anderen technischen oder legistischen Mangel übersieht. Der zweite Punkt ist die fehlende Gewährleistung. Also natürlich schließt die Masseverwalterin, der Masseverwalter eine Gewährleistung für irgendwelche Schäden aus. Das macht natürlich auch Sinn, weil die Haftungsmasse da keine Garantie oder Gewährleistung übernehmen kann und dann natürlich mit der Abwicklung des Insolvenzverfahrens auch nicht mehr vorhanden ist. Ja, also es ist kein Vermögen mehr nach Abschluss des Insolvenzverfahrens vorhanden. Dann ein größerer Punkt, ich habe es mal übertitelt mit Komplexität des Verfahrens. Das Insolvenzverfahren hat natürlich einige Besonderheiten, die man beachten muss. Zum einen ist die Kommunikation mit dem Insolvenzverwalter gewiss komplexer, um es mal so zu formulieren, da er oder sie natürlich nicht auf den Verkauf spezialisiert sind und natürlich auch kaum jetzt Auskunft geben kann und will. Da wird dann meistens nur auf das Schätzgutachten dieses Gerichtssachverständigen verwiesen. Weitere Dokumente stehen in der Regel nicht zur Verfügung, sodass die Kommunikation und Dokumentation zu dieser Immobilie für die meisten Interessenten zu dürftig ist und man sich hier auf jeden Fall professionelle Unterstützung holen sollte. Eine zweite Besonderheit des Verfahrens ist die Wartezeit, und zwar bis zur endgültigen Freigabe des Kaufvertrags muss ja das Gericht noch zustimmen und bis dahin können auch weitere Angebote abgegeben werden, so wie vorher erwähnt. Die dritte Spezialität ist, dass es hier keinen Treuhänder gibt. Wir haben ja hier quasi Insolvenzgericht und einen Insolvenzverwalter eingeschalten. Das heißt, das, was wir so aus dem normalen Deal kennen, wo wir eine Immobilie kaufen, dass wir immer einen Treuhänder als Sicherheit dazwischen geschalten haben, gibt es hier nicht. Ist aber auch in dem Fall nicht notwendig, weil wir ja mit Gericht und Insolvenzverwalter quasi auch einen Treuhänder haben. Man zahlt hier in der Regel auf ein eigenes Treuhandkonto dieses Masseverwalters ein. Das nächste Thema ist Finanzierung. Also man kann natürlich hier kein Angebot mit einem Finanzierungsvorbehalt abgeben, wie es ja oft bei privaten Immobilienkäufen möglich ist. Die Finanzierungszusage der Bank muss stehen, beziehungsweise es müssen genügend Eigenkapital zum Kauf vorhanden sein. Dann noch ein Spezialthema mit der Umsatzsteuer. Das betrifft natürlich vor allem bei jenen Konkursen, wo wir einen Bauträger haben, der in Konkurs gegangen ist und wo es eine Vorsteuer, Umsatzsteuerthematik gibt. Also bei diesen Bauträgerkonkursen kommt es regelmäßig vor, dass eine Immobilie dann mit Umsatzsteuer verkauft wird und nicht ohne Umsatzsteuer, wie es normal im Immobiliengeschäft der Fall ist. Das muss natürlich bei Abgabe des Kaufangebots berücksichtigt werden und auch da sollte man sich mit dem Experten rücksprechen.
Zu den Vorteilen und Chancen, die dieses Immobilienthema bietet. Zum einen hat man die Chance, Immobilien zum oder auch unter dem Verkehrswert zu erstehen. Warum ist das so? Der Gutachter stellt einen allgemeinen Marktwert dar. Das ist meistens sehr, sehr umfangreich gemacht und recherchiert. Enthält zwar nicht oder enthält oft nicht alle kaufrelevanten Aspekte, denn das ein oder andere Gutachten berücksichtigt halt oft nicht so gewisse Faktoren wie die Mikrolage oder vor allem auch Ausstattungsdetails, gewisse Inventarbestandteile oder auch die Energieeffizienz. Zudem fällt mir auf, dass viele Schätzungen als sogenannte Schreibtischgutachten erstellt worden sind. Das bedeutet, der Gutachter hat das rein von seinem quasi persönlichen Schreibtisch aus gemacht, ohne die konkrete Immobilie besichtigt zu haben. Das hängt oft damit zusammen, weil bei Erstellung des Gutachtens oft die Schlüssel noch gar nicht vorliegen. Vielleicht spielt da der in Konkurs gegangene Unternehmer noch nicht richtig mit und man kann die Immobilie dann oft gar nicht vor Ort besuchen und besichtigen. Also das ist der Hintergrund, dass da manche Gutachten quasi ohne eine Vorortbesichtigung erfolgen. Und da kann es in der Summe dann natürlich schon sein, dass da preislich durchaus attraktive Schätzwerte herauskommen. Auch hier gilt, einen Immobilienexperten oder auch einen Makler dazuzunehmen, der sich damit gut auskennt und der zumindest eine zweite Schätzung zu dieser Immobilie machen kann, damit man ja nicht zu teuer kauft. Zweiter Punkt, geringere Risiken verkäuferseitig. Was ist da gemeint? Ein Kauf aus einer Konkursmasse birgt für den Käufer typischerweise weniger Risiken, als wenn man von einem privaten oder auch gewerblichen Eigentümer kauft, weil die wirtschaftliche Lage, Seriosität und Verlässlichkeit, die man oft bei einem Privaten nicht einschätzen kann. Ja, das größte Risiko ist ja, dass man eine Immobilie kauft, bezahlt und der Verkäufer verkauft es dann womöglich ein zweites, drittes Mal. Ja, also das versucht man natürlich mit einer Treuhandlösung und einer Ranganmerkung im Grundbuch zu verhindern, aber solche betrügerischen Fälle gab es in der Vergangenheit. Bei einem Erwerb vom Masseverwalter hingegen entfällt dieses Risiko, dass das Objekt mehrfach verkauft oder sonst irgendwo mit einem Pfandrecht belastet wird. Nächster Vorteil oder Aspekt, die Löschung der Pfandrechte und Hypotheken. Mit der Überweisung des Kaufpreises auf das Treuhandkonto des Masseverwalters ist natürlich gewährleistet, dass der Kaufpreis natürlich zur Befriedigung der Konkursgläubiger verwendet wird, was letztlich auch zu einer Löschung der Pfandrechte und aller Hypotheken zur Folge hat. Also da ist man quasi automatisch geschützt aus dem Verfahren heraus. Dann ein weiteres Argument, das manchmal auch ins Treffen geführt wird, ist, dass der Verkauf rein aus finanziellen Gründen erfolgt. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Immobilie aus baulichen Mängeln verkauft, bei Insolvenzen statistisch geringer ist. Ja. Das befreit einen aber trotzdem nicht, sich eine Immobilie ganz genau und damit auch bautechnisch zu beleuchten. Dann der letzte Punkt, geringere Nebenkosten. Das hat verschiedene Aspekte. Also der eine ist, dass nachdem der Insolvenzverwalter selbst Treuhänder der Insolvenzmasse ist und man da keinen extra Treuhänder mehr braucht, entfallen die typischen Treuhandkosten. Das ist jetzt nicht so ein Riesenkostenfaktor, aber zumindest fällt dieser Kostenblock weg. Und zweitens kauft man ohne Zuhilfenahme eines Immobilienexperten oder Maklers, entfallen auch dessen Gebühren. Was ich aber, wie gesagt, nicht empfehlen würde, außer man ist selbst sehr vertraut mit dem Verfahren und kennt sich bei Immobilien wahnsinnig gut aus. Hier sieht man nochmal tabellarisch aufgelistet, was die großen Unterschiede sind zwischen dem klassischen Kauf, den ich hier als Privatkauf übertitelt habe, und dem Kauf aus einer Insolvenz. Also hier sieht man es nochmal im Überblick, dass der Verkaufspreis typischerweise beim Privatverkauf ja mit dem Maximalpreis beginnt und man sich dann irgendwo nach unten oder in der Mitte verhandelt, während beim Insolvenzimmobilienkauf typischerweise der Minimalpreis der Startpunkt ist, weil das der Schätzwert
quasi die Preisuntergrenze markiert. Sollten mehrere Bieter da mitbieten, hangelt sich dann eher nach oben. Also die Dynamik hier ist hier eine andere. Das heißt auch, dass die, ich sage einmal, Beat-Techniken und die Taktiken, die man einsetzen sollte, ein bisschen anders ablaufen als bei einem privaten Kauf. Die Komplexität ist sicher höher, das habe ich vorher beschrieben. Und bei den Nebenkosten, wie gesagt, habe ich auch kurz erwähnt, dass das unter Umständen ein bisschen günstiger ist oder sein kann, weil ja etwa die Treuhandkosten wegfallen. Kommen wir zur Zusammenfassung und der Empfehlung. Beim Kauf von Insolvenzimmobilien bieten sich oft Chancen, aber es gibt natürlich auch Risiken. Gutachten legen einen Mindestpreis fest, der jedoch versteckte Mängel und komplizierte Abläufe natürlich nicht berücksichtigt. Es empfiehlt sich daher, sich bei Insolvenzimmobilien von einem Experten beraten und unterstützen zu lassen, und zwar für die Informationsbeschaffung, die Besichtigung, die Begutachtung, die Einschätzung der Vor- und Nachteile einer Immobilie bis hin, ganz wichtig, zur Kommunikation und dem Informationsaustausch mit dem Insolvenzverwalter oder der Hausverwaltung. Also, trotz höherer Komplexität, die ein professioneller Makler für einen potenziellen Käufer quasi ausgleichen kann, kann der Erwerb einer solchen Immobilie bei richtiger Herangehensweise eine doch lohnende Anschaffung darstellen. Zu dem ganzen Thema gibt es natürlich weitere Aspekte und noch vieles mehr an, ich sage mal, zusätzlichen Tipps, die ich gern in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen besprechen würde. Für Fragen oder eine Beratung stehe ich Ihnen mit meinem Team österreichweit gerne zur Verfügung. Danke fürs Dabeisein und das Abonnieren und bis zum nächsten Mal.